Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und packe in diesem Video mal wieder ein Erwachsenenspielzeug aus. Es befand sich in einem 105 cm langen Versandkarton mit einem Gesamtgewicht von 12,2 Kilogramm. Darin war dieser 78 cm lange Schutzkarton. Der eigentliche Schmuckkarton ist hier noch von einer Schutzhülle umgeben. Schon mal kurz zum Inhalt. Es handelt sich um eine Spur 1 Lok der Baureihe 193 im Modellbahnmaßstab 1:32. Sie ist vielen auch unter der Bezeichnung Vectron ein Begriff. Diese moderne E-Lok wird von Siemens Mobility seit dem Jahr 2010 in unterschiedlichsten Varianten gebaut und ausgeliefert. KM1 Modellbau hat die Lok zunächst in 15 verschiedenen Varianten realisiert, die ich hier kurz als Fotos zeige. Ihre Vorbilder entsprechen Betriebszuständen zwischen 2013 und 2020. Jetzt ein Blick in die mitgelieferte Bedienungsanleitung. Sie ist im DIN A5-Format und hat 16 Seiten. Hier ist beispielsweise rechts die Übersicht über die Digitalfunktionen. Dann folgen diverse Bedienhinweise. Und schließlich nochmal eine Übersicht mit den unterschiedlichen von KM1 produzierten Modellvarianten. Nun kommen wir dem Modell langsam näher. Die Styropor-Schutzschale lässt sich trotz ihrem hohen Gewicht mit Hilfe der Klettverschlussbänder recht gut aus dem Karton herausnehmen. Ein erster Blick auf das mir leihweise zur Verfügung gestellte Modell. Ihr Vorbild ist eine von 15 Mehrsystemlokomotiven der Reihe RE 475, die von der Schweizer BLS Cargo AG im Jahr 2015 bei Siemens Mobility bestellt wurden. Die Loks haben Stromabnehmer und Zugsicherungssysteme für den internationalen Einsatz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und den Niederlanden. Dieses Modell mit der laufenden Betriebsnummer 402 wurde gemäß Ablieferungszustand und Revisionsdatum 21. April 2016 in Szene gesetzt und hat an beiden Seiten ein wunderschönes aufgedrucktes Alpengipfelpanorama gemäß Vorbild. Zudem trägt sie den Schriftzug Die Alpinisten bzw. auf der anderen Seite in englischer Sprache The Alpinists. Zur besseren Orientierung fürs Einpacken für den Rückversand markiere ich mir meistens die Position der ersten Lokachse mit Hilfe eines Stücks Kreppband-Klebestreifen. Und jetzt kommt sie vom Blechbrett runter. Sie ist 591 mm lang und wiegt 7,3 Kilogramm. Gefertigt ist sie in Mischbauweise aus Zinkdruckguss, Messing und Edelstahl. Zum Abschrauben lege ich das Modell vorsichtig seitlich auf eine Schaumstoffunterlage. Wie man gut sehen kann, ist die Lok durch 4 Flügelmuttern fixiert, die ich jetzt löse. Schließlich müssen noch die Fixierbolzen von der Lok abgeschraubt werden.
Ich verwende hierfür einen handelsüblichen Gabelschlüssel aus meiner Werkzeugkiste. Gleich mal ein Blick unter die Lok. Sie hat Drehgestelle mit einem Drehzapfenabstand von ca. 302 mm. In der Mitte ist ein Lautsprecher mit ca. 50 mm Durchmesser, der sich in diesem ca. 58 x 72 x 20 mm großen Resonanzraum befindet. Die Räder haben einen Durchmesser von 39 mm und der Achsstand beträgt etwa 94 mm. Die Drehgestelle sind gut beweglich. Zur Bewältigung enger Gleisradien sind die Achsen zusätzlich horizontal um etwa 1 mm verschiebbar. Für den Antrieb des Modells ist über beiden Drehgestellen jeweils ein in Längsrichtung verbauter Hochleistungsmotor mit einer großen Schwungmasse als Gegengewicht am anderen Ende der Motorwelle. Von der Motorwelle führen in einem gekapselten Getriebekasten insgesamt 6 Zahnräder aus Kunststoff zu den beiden Achszahnrädern aus Metall. Die Achsen mit 5 mm Durchmesser befinden sich in 8 mm großen Kugellagern. Jetzt noch in aller Ruhe ein paar weitere Impressionen von der für mein Empfinden recht guten Detaillierung des Unterbodenbereichs der Vectron-Lok. Inzwischen steht der Vectron auf einem Gleis und ich komme zu seinen Digitalfunktionen. Zunächst die Lichtfunktionen. Als erstes die Führerstandsbeleuchtung und hier auch gleich mal ein Blick in den Führerstand mit 3 beleuchteten Displays. Nun folgt die 3-Lichtspitzenbeleuchtung und das Fernlicht. Die Rückbeleuchtung bei Änderung der Fahrtrichtung, die sich natürlich auch deaktivieren lässt. Noch einmal aus der Nähe. Jetzt zu den Sounds des Modells. Zunächst der Aufrüstvorgang mit separat geschaltetem Stromabnehmer. Als nächstes zu den weiteren einzeln per Digitalzentrale schaltbaren Sounds. Währenddessen zeige ich auch wieder einige Modelldetails. Zuerst das Makrofon-Signalhorn mit hohem Ton, wahlweise als langer oder kurzer Sound. Makrofon tief
Luftpresser, Pressluft ablassen, Sanden, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Zuglängenmesser, Warnsummer, Test ETCS, Test Zugsicherung. Als weiteren Sound gibt es das Kuppeln in Verbindung mit einem sogenannten Kupplungswalzer. Zunächst für vorne. Und jetzt für das in Fahrtrichtung hintere Lokende. Nun noch zu den 4 einzeln schaltbaren Stromabnehmern. Ich habe mir sagen lassen, dass über dem Führerstand 1 der Stromabnehmer für den Einsatz in der Schweiz ist. Es folgt der für Italien. Als nächstes der für die Niederlande. Und schließlich der für Deutschland und Österreich. Zu guter Letzt noch der Abrüstvorgang mit von mir separat geschaltetem Absenken des Stromabnehmers. Inzwischen steht der Vectron auf einem Rollenprüfstand, um auch mal einen Beschleunigungsvorgang und das Abbremsen aus der Nähe zu zeigen und das Bremsenquietschen hörbar zu machen.
Noch einmal, aber mit zugeschalteter Digitalfunktion Bremsen quietschen Zug. Und jetzt mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Übrigens lässt sich das Bremsenquietschen auch komplett abschalten. Als nächstes zeige ich noch ein besonderes Modelldetail. Die Mitte des Daches ist einfach herausnehmbar und wird durch 4 kräftige Magnete fixiert. Darunter sind die steckbaren Digitalkomponenten der Lok. Der Multiprotokoll-Fahrdecoder DCM5 ist eine Eigenentwicklung von KM1 Modellbau und unterstützt den DCC-Standard mit RELCOM sowie das Motorola-Protokoll. Der Sounddecoder TS16 ist ebenfalls eine Eigenentwicklung von KM1. Er arbeitet laut KM1 in voller CD-Qualität mit 16-Bit Auflösung und 44,1 kHz Sampling-Frequenz. Zudem hat das Modell laut Bedienungsanleitung einen 20 Watt Digitalverstärker. Jetzt steht der Vectron auf meinem Fotodiorama mit Oberleitung für erste kleine automatisierte Pendelfahrten, die ich per Ablaufsteuerung der Central Station 3 von Märklin zusammengestellt habe. Allerdings hier gleich der Hinweis, dass meine Oberleitung einer Altbaubahnstrecke entspricht. Deshalb reicht der Stromabnehmer des Vectron nicht bis zum Fahrdraht. Sein per CV-Register reduzierbarer Maximalhub beträgt etwa 40 mm. Das entspricht einer Höhe über Schienenoberkante von ca. 175 mm oder maßstäblich umgerechnet 5,6 Meter. Damit können die Stromabnehmer bei Bedarf vorbildgerecht an einem Fahrdraht fahren, der üblicherweise wohl eine dB-Regelhöhe von 5,5 Metern hat, bzw. 5,3 Metern bei dB-Neubaustrecken. Noch eine zweite Fotodiorama-Pendelfahrt, aber ohne mein Gequatsche.
Nun geht es für größere, ebenfalls automatisierte Pendelfahrten auf meine Testgleismodule. Ganz am Anfang fährt das Modell hier immer einige Zeit in der niedrigsten regulären Fahrstufe. Es braucht dabei 54 Sekunden für einen Meter. Das entspricht maßstäblich umgerechnet einer Geschwindigkeit von ca. 2,1 Stundenkilometern. Nun wird es etwas schneller, aber auch dabei ist gut zu sehen, dass das Modell durchaus enge Weichen mit nur 1020 mm Abzweigradius bewältigen kann. Auch hier auf meinen Testgleismodulen gibt es jetzt nochmal eine automatisierte Pendelfahrt, ganz ohne Kommentierungen von mir.
Natürlich kann der Vectron auch deutlich schneller fahren. Auf meinen Testgleisen macht das aber wenig Sinn. Allerdings hatte ich beim Spur 1 Fahrtreffen im Münchner Osten am 8. Mai 2026 die Gelegenheit, einen Vectron gemeinsam mit einigen Wagen als sogenannte rollende Landstraße zu filmen. Diese Lok wurde von KM1 Modellbau im Zustand von 2017 als Fahrzeug des Transportunternehmens Locomotion in Szene gesetzt. So, das war's mit meinem ausführlichen Auspackvideo des Spur 1 Vectron von KM1 Modellbau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte empfehlt meinen Kanal gerne weiter. Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pernsteiner.